Heyo, was geht ab? Welches Schiff kennen wir noch nicht, ist aber jetzt inzwischen fast fertig. Wir haben es im Monthly Report gesehen. Irgendein Schiff ist fast fertig und wir wissen noch nichts darüber. Aber zum Glück haben wir hier Lawless Baron und der hat mal wieder ein nettes Video hier für uns parat, in dem er es aufklärt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin super gespannt auf dieses Video. Ich will es wissen. Und er hat hier schon ein paar Schiffe im Fleet Viewer draufgepackt. Mein Name ist Reysn. Gerne ein Like und ein Abo da lassen. Wollte ich noch sagen. Streams immer dienstags, donnerstags, 20 Uhr, live auf Twitch. Und auf geht's. It is Baron here. Today we're going to be talking about the new ship. Leute, jedes Mal wieder. Man muss immer die Untertitel auf automatisch übersetzt Deutsch umstellen. Es tut mir so leid, ne? Das mache ich ja ganz schön oft. Naja, aber ich mach's für euch. What's up, everyone? It is Baron here today. What's up, everyone? It is Baron here today. We're going to be talking about the new ship that we are expecting from CIG. It took 57 weeks to develop. Now, I really just wanted to sort of touch on this topic because das ist schon mal eine schwierige Aussage, weil man weiß ja nicht, haben die zwischendurch was anderes gemacht. Nur weil eine Linie hier anfängt und da endet, heißt das ja nicht, dass die da angefangen haben zu arbeiten und dann durchgearbeitet haben bis zum Ende. Das ist niemals bei Timelines. Die Roadmap gibt so Hinweise. Also ich würde jetzt so eine Aussage treffen können wie, ab da wussten sie, dass sie das Schiff machen. Aber das heißt ja nicht, dass sie da wirklich angefangen haben. over the time that we've gotten ships, it depends on how big they are, how complex they are, how advanced or whatever features they have in them will depend on how long they take. Ja, das stimmt. And it seems that the Legionnaire is taking 69 weeks. Yeah, joke, ha, funny. The SRV, not as long. The Raft took 39 weeks to develop. Da stand gerade in den Untertiteln die Entwicklung des Flosses. Sorry, ich bin ein einfacher Mann, ich bin von sowas leicht zu belustigen. You think about that. How does a ship smaller take longer than a ship bigger? It's probably because the Legionnaire is going to be so complex and it needs so much work, and I guess animation's done. It's, you know, on the fence there. And this new ja, also da geht halt auch noch viel Planungsarbeit theoretisch rein, weil das halt ein Schiff ist, das Docking braucht, das Hacking braucht. Da muss viel, viel mehr planen, glaube ich, einfach als bei einem Schiff wie der. Ich würde jetzt gar nicht die SRV sagen. Ich würde die Raft sagen. Ich glaube, bei der Raft ging nicht so viel Planungsarbeit rein, weil die Features relativ fest sind. Wobei, ne, auch da hat eine Dockingschleuse, musste geplant werden für die Cargo-Mechanik, die dann irgendwann kommt. Also, nee, ich möchte meine Aussage zurückziehen. ship is taking between 57 to 59 weeks. So, knowing that, and that it is technically, we don't know yet, but it's supposed to be finished, right? And so what I want to talk about is where this game is going right now, what they are doing, where they're bringing everything, and pretty much just talking about what could this ship be. I know we tried to guess the Legionnaire, but we weren't very successful. Let me know down in the comments what you all think of this, and whether or not you believe we are getting into some sort of a new ship of a different gameplay role or gameplay style, I guess you could say. Don't forget to check out our channel memberships and patrons. This is Starjump's Fleet Viewer. If you want to check it out, go to hanger.link. Ja, definitiv. Das ist ein richtig geiler Fleet Viewer. Der ist ganz neu und der funktioniert super easy. Keine 3D-Modelle oder so, deswegen ist der ein bisschen performanter und schneller. Ersetzt nicht den Fleet Viewer, den die meisten benutzen. Nachdem ich auch gefragt wurde, geiles Ding. Das hier, also Starship24.com ist, glaube ich, der Link für den alten Fleet Viewer, für den 3D-Fleet Viewer. Das ist jetzt hier neu. Ist auch ganz geil. Habe ich schon ein bisschen mit rumgespielt. It's pretty cool how highly detailed some of these models are. Oh, das stimmt. Ein RTS im Stile von Star City oder das wäre geil. Das fände ich auch geil, ja. I really just want to touch on the topic that, you know, what ship could we expect? I know the Crucible has been pushed back, which kind of sucks. And again, I just simply want to make people think about what we could expect next. We only have one medical vehicle. We have 2 ship carriers, or just 2 carriers in general. We have 1 refueling vessel, which is the Starfarer. And people have been asking for. Ich glaube tatsächlich,
ein dediziertes Refueling-Vessel, das kleiner ist als die Starfarer, wäre das, was Star Citizen aktuell am dringendsten bräuchte. Gibt vieles, was wir brauchen und was wir gerne hätten und so weiter. Aber da diese Mechanik im Spiel ist und funktioniert, die Starfarer aber super groß ist und so weiter, da könnte ich mir sehr und Drohnen und sowas für die Vulcan und so, das ist ja noch weit, das steht ja noch weit aus. Aber ein reines Refueling-Schiff, nicht Drohnen, nicht irgendwie modular, einfach nur Refueling. Sogar die Starfarer ist ja in Teilen irgendwie modular, aber ja, das wäre doch geil. Stellt euch mal vor. Schön, Constellation-Größe, so mittlere Größe, hat halt einen dicken Tank anstelle von irgendwelchen Frachteinheiten. Das wäre doch super geil, oder? Oder auch Varianten vielleicht. Eine geile, ganz ehrlich, ich glaube, die Constellation wäre dafür richtig geil. Stellt euch mal vor, schön im Bauch der Conny statt Lagerraum einen Tank und hinten statt der Merlin hast du so einen Undock-Stutzen, den du so rausfahren kannst oder so. Oder vielleicht sogar eine kleine Plattform, wo du raus kannst oder so. Das fände ich halt. Ich finde, das Schiff bietet sich an. Es ist einfach ein modularer Spielplatz. For a new one for a while because they just Sorry, dass ich so auf pausiere gerade. Aber mir ist gerade eingefallen, schreibt mir mal in die Kommentare, welches Schiff ihr als Refueling-Variante gerne hättet. Weil das finde ich super spannend, die Frage. Ihr könnt jetzt schon mal die Leute in den Chat schreiben vielleicht. some reason don't like the Starfarer and the look of it, which, you know, I don't care. It does the job. It's enjoyable. They Yeah. are doing a rework on the interior on it. They have admitted this. The Crucible, again, another complex ship. It's going to be probably a little while till we see this. And again, coming up to Pyro, we're going to need some form of a repair ship. So could we see a smaller version of the Crucible? Maybe a bigger version. I would say definitely a smaller version of a ship, being that it's going to take 57 to 59 weeks to develop, and it's almost done. Where the Legionnaire took 69 weeks and the Raft took 37 weeks, right? Warte mal. Eine kleinere Version von der Crucible sehe ich tatsächlich weniger Sinn drin, weil die Crucible die ist ja, also was willst du da kleiner? Damit du Merlins oder was reparieren kannst. Ich meine, der Hangar von der Crucible ist nicht so gigantisch. Da passt laut Konzept, glaube ich, sowas wie eine Hornet oder so drauf. Vielleicht auch ein bisschen größer, aber was brauchst du da kleine? Reparaturschiff, ja. Na gut, jetzt mit Salvaging und so weiter, so ein Schiff, das Hüllen reparieren kann. Warum nicht? Warum nicht? So now we're starting to get into this function of Argo Ref, what ja, could gute we Idee, Leute. expect? Where could this ship possibly come in, and what role could it fill for us? What, you know, do we need another ship like the Star Runner? Do we need an Er geht halt falsch ran. Er geht davon von der Seite, was macht CIG, was brauchen wir? Als ob CIG Schiffe danach rausbringt, was wir brauchen. Brauchen wir gerade eine Reclaimer? Nein. Im nächsten Patch vielleicht. Aber brauchen wir sie seit 3 Jahren? 4 Jahren? Wie lange ist sie schon draußen? Nein, überhaupt nicht. Wenn überhaupt, gehen sie danach, was sie in Squadron 42 brauchen. Da müsstest du halt nachfragen, Lawless Byron. Nein, ich mag solche Spekulationsvideos einfach super gerne trotzdem. another refueler? Do we need another repair ship? Do we need another science vessel? Do we need another medical vessel? And it sort of brings into discussion, we never really expected anything like the Legionnaire. And is it going to be something that will change Star Citizen and generate much more revenue because of the demand of this vehicle? And I think that could be a very big possibility, and they may reveal this at IAE. And then, even though next month should be CitizenCon 2952, which apparently this week we're going to be getting information on that, as I've seen put on a Spectrum thread by a CIG employee. And again, we might not see this round of CitizenCon, but I would definitely say that, you know, they want to show off some more tech, and they want to show off what they're bringing us, and maybe some more systems, just general content that they want to introduce to us and where the game is going right now. Because I think a lot of people want some answers and some questions that they want to, you know, really have answered right now. Seien wir ehrlich, wir wollen seit 10 Jahren immer alle Fragen beantwortet haben und das am besten sofort und von Chris Roberts persönlich. Also von daher. Aber ja, Sinister hat ja auch gerade geschrieben, die Banu Merchantman wäre auch ein Kandidat, damit man so ein bisschen eine mobile Basis hat dann. Also wenn die Funktionalität hat. Keine Variante davon, aber ja, doch. Um ehrlich zu sein, ich hoffe sehr, dass wir irgendwann die Möglichkeit bekommen, dass jedes Schiff
theoretisch sich so einen Container in den Laderaum stellen kann und dann manuell mit einem Schlauch andere Schiffe auftanken kann. Weil ich finde, es macht einfach Sinn. Auch wenn du Militärvehikel und sowas hast, dass du da mit einer M2 irgendwo landest und dann halt die Container irgendwie auf einem Hover-Ding rausrollerst und damit deine, keine Ahnung, Snapfighter, die du auf einer Basis stationiert hast oder Jäger und so weiter auftankst. Man will ja nicht immer direkt eine ganze Starframer nur für irgendwie für 3, 4 Jägerchen da stehen haben, sondern lieber so einen gemixten Transport. Könnte ich mir vorstellen. Also von daher, ich hoffe sehr, dass so eine Funktionalität irgendwann kommt. Ist aber als Feature nirgendwo bestätigt, will ich nur nochmal sagen. Das ist jetzt ist reines Wunschdenken gerade. MPUV mit Tankcontainern für Bodenfahrzeuge schreibt Sam. Ja, ja. Warum nicht? Das fände ich cool. Das wäre richtig cool, actually. Ich glaube, Bodenfahrzeuge brauchen nicht aufgetankt zu werden, aber eine MPUV mit einem Tank fände ich trotzdem cool. Einfach so. Ja, solche der Welt liebt natürlich die Liberator. And I think in this time and space, bringing out another ship that serves a completely different role would do them a lot of good. So, in my thinking, could we expect another science vessel of similar functionality to, like I've said, the Endeavour? But again, I could be very, very wrong. Ja, also von der Größe her wie die Endeavour. Nope. In der Zeit nein. Das sicher nicht. Aber, wer weiß, wer weiß. I'm sort of hoping to the fact that, where could this ship be? So like the SRV has taken 37 weeks, right, to develop. And that is supposed to have its full functionality, which again is going to be very, very needed. 69 weeks for the Legionnaire as a game-ready vehicle, right? Ja, aber wie gesagt, er weiß ja nicht, vielleicht macht das eine Team 7 Monate und danach startet erst das nächste Team und da bläht sich die Zeit massiv auf, ohne dass wirklich mehr Arbeit in das Schiff reinsteckt, sondern einfach nur, weil die Teams vielleicht zu der Zeit keine Zeit haben und dann anders eingeteilt wurden. And then you go to something like, why does it do that? I don't know why it does that. And you go to something like the Raft, which took 32 weeks and it came in at 3.15. Ich meine, guck mal, nur um mal kurz das zu zeigen, was er hier versucht zu vergleichen. Wir haben die Raft, wo 5 Teams dran arbeiten und bei der Legionnaire sind nur 3 Teams überhaupt eingetragen. Also ich weiß nicht, wie man das überhaupt ansatzweise vergleichen will. Ich weiß auch nicht, wofür NAR da und EUVC ist natürlich EU Vehicle Content. VCA ist, keine Ahnung was. Was haben wir hier für Teams? Like Audio fehlt auf jeden Fall. VFX fehlt auf jeden Fall. VET, keine Ahnung, was das ist, aber das fehlt auch. Keine Ahnung, also ich würde einfach mal sagen, das kann man nicht 1:1 miteinander vergleichen, nicht mal ansatzweise. Einfach weil da ja eindeutig noch Teams fehlen oder andere Requirements einfach sind bei dem Schiff. So grob die Richtung ist schön, dass er das aufteilt und so weiter. Ich verstehe auch, warum er das macht. Deswegen, ich beschwere mich jetzt nicht. Which took 32 weeks and it came in at 3.15 and it does not have full functionality. So again, that could cut like 10 weeks or 12 weeks off of it. So where could we see this ship coming into Star Citizen and what roles could we see it filling? I feel like, I don't know, I tried to guess this before. I feel like it could fill a very important role for when Star Citizen, for when Pyro comes out. So it could be another medical vessel, or it could very well be another repair ship, which I feel like it could sit in those two sort of categories, being that, that is something that we're definitely going to need over there. And again, it could be a smaller carrier. It could be a different sort of ship with a tractor beam on it. It could be another mining vessel. It's just, I'm trying to look at ships that we just don't have that much of. Yeah. And I know a lot of people saying, we only sometimes need one refueler, we need one carrier, applying this to real world scenarios. And you could be very well right. Yeah. But I like to think outside the box and where the game's going right now and what we're to expect over the next year or two. So think about it and just see where you can sort of understand and see where this is going, because here you go, it's 57 weeks till we see this. Like, this vehicle was supposed to be finished at the beginning of September.
Aber guck mal, hier sind 5 Teams auf jeden Fall am Start. Also, das bedeutet, die Einschätzung von der Raft ist vermutlich am nächsten dran. Das heißt, es ist vermutlich größer als die Raft. So würde ich rangehen. Es ist größer als die Raft. Oder komplexer als die Raft. Eins von beiden. Ich würde einfach mal davon ausgehen, es ist größer. Weil das sind einfach viel mehr Wochen. 20 Wochen mehr, also ein bisschen größer. Was haben wir da für eine Größe? Starfarer könnte schon drin sein. So die Größe. Könnte drin sein. Ich würde es eher ein bisschen kleiner einschätzen. Was haben wir denn da zwischen der Starfarer und 600i? Kleiner als die 600i würde ich schätzen, einfach mal. Würde ich jetzt schätzen. Was weiß ich. Ich bin irgendein random Dude im Internet. So that tells me, and we got another one here, 54 weeks, which is coming out around next year of February. So you see, there's a trend here. There's a trend. Ich finde es, by the way, immer noch, will ich nur an der Stelle sagen, immer noch eine Frechheit, dass es überhaupt unannounced Vehicles gibt. Open Development heißt das ganze Konzept, für das wir hier geplätscht haben. Warum gibt es denn dann Geheimnisse vor uns? Und warum bezahlen wir eigentlich so viel für Squadron 42? Nein. Of what they want to do and where they want to go with this. And I'm really hoping that it is something to Ich wünsche euch do auch viel Spaß, Sinister. with some of the major roles we have in the game right now. And what brings to the argument as well, where does the Legionnaire come in? Like when we don't have any capital ships, you know, you got your Carrick, I guess, and you got all the better merchantmen that are coming out. But what ships are we going to have to counter that? Are we going to have a new fighter? Is this a new large fighter with new tech that is going to be available to us? Is it going to have the ability Großer to hack? Fighter. Is it going to have the ability to sort of, scout jump points where, you know, if someone's got a trap on one end of the jump point, can this ship send down a drone through the wormhole and see Wo who's bewegen on wir uns denn hier gerade hin? Erzählt nur noch irgendwelche random Sachen auf dieses Schiff. Könnte es eine Sonne haben? Könnte das Schiff eventuell 4 Flügel haben? Was ist denn das jetzt noch? outside and sort of get a ping before it gets blown Das Video geht noch voll lange. Gibt es noch irgendwelche Anhaltspunkte oder erzählt er jetzt noch Sachen auf, die ein Schiff haben könnte? up? I don't know. I just feel like there's just so many different answers and Ja, nee, er weiß es ja auch. questions we could be asking about this right now, because the Legionnaire, like I said, no one expected something like that. I mean, someone could have, but I feel like they're gonna bring another ship out that we just didn't expect, and I feel like we should try and catch it and see if we can sort of figure it out before any leaks start coming out. And you know, I could be, like I said, I could be very wrong, but Ja, das versuchen wir doch gerade. Wir versuchen doch gerade, anhand deines Videos rauszukriegen. Also wir haben gehofft, dass du uns mit deinem Video sagst, was ist da los? Was könnte es sein? Aber bisher haben wir nur so ungefähr die Größe eingeordnet. Ansonsten haben wir noch keine weiteren Anhaltspunkte, oder? Ne, ich bin halt die ganze Zeit gespannt, was kommt jetzt noch? Was sagt er gleich noch? Was ist der finale Fakt, der uns auf irgendeine Richtung hinweist? Weil bisher haben wir keine Richtung. I feel like they're going to bring something new to the table. They're going to wow us with another ship. And, you know, it could be straight to flyable, but again, we could have to get a concept sale and see it come out in time for Pyro. Because, again, like I said, it is supposed to be finished. Eben, das ist schon durch den Final Art Pass durch. Also das wird nicht mehr super lange dauern. Ich glaube, wir bekommen das vor Pyro. But what if it could be another corvette? What if it could be another sort of little frigate? I wish I knew the development time on the Hammerheads and some of those ships, because I feel like this could compare with a lot of battleships that we have right now. And it could very well be a ship that is specially designed for lawless systems. It could even be a market ship, just like the Bounty Merchantman, but in a very different style. And Ja, again, das finde ich cool. It could be that Star Bomber that we've been waiting for, everyone keeps talking about, whether or not it's going to be of alien tech or of human origin. So really think about where we could go with this. Let me know down in the comments. Join our Discord. I'm really interested in these conversations. Don't forget, we got a discount code for Monster Tech and Toby as well. But Okay, I just yeah, want yeah. everyone to think about this, and where are these ships coming from? What designs are we like seeing? Who is coming up with these ideas? Who is coming up with these ideas? Irgendjemand also die Konzeptabteilung halt bei CLG, was soll ich dir sagen?
really wanted to get someone on the show or on the channel from the Ship team, but again, I don't think that's ever going to Das wär happen cool. because of the scenario I went through with Concierge, and everyone's like, oh, you're so privileged. It's like, I just wanted to have some answers. I wanted to ask some questions that were going to be quite important or just relative to what we're expecting at the moment. So let me know what you Was ist das jetzt? Geht das jetzt noch 2 Minuten so weiter? Ja, tatsächlich jetzt nur, keine Ahnung. Okay, gut, Leute, wir hören auf. Trotzdem geiles Video. Ich meine, es ist ein Spekulationsvideo. Was habe ich erwartet? Ich hatte halt ein paar mehr Anhaltspunkte erwartet, anhand denen wir spekulieren können. Ihr könnt mir ja gerne sagen, ob ich was übersehen habe. Und was eure Wünsche sind. Bitte trennt das ganz klar. Was wünscht ihr euch? Bitte in die Kommentare für ein Schiff, ja? Ihr wisst ja jetzt ungefähr vielleicht die Größe. Und was denkt ihr? Wenn ihr Anhaltspunkte habt, gerne schreiben. Wenn ihr einfach nur denkt, das könnte sehr, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich mache ja denselben Aufruf wie er, weil es schon interessant ist, weil es Spaß macht zu spekulieren. Ich hatte mir natürlich trotzdem ein bisschen erhofft, dass hier noch ein paar Anhaltspunkte dazukommen, Lawless Baron. Trotzdem, geiles Video. Vielen Dank dafür. Ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Im Stream geht es jetzt noch ein bisschen weiter. Zum Beispiel hiermit. Juhu. Nice. Danke, Martin, für dein Abo. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald.